Diese Marine, entsprungen dem Weltmachtsdünkel, verdirbt unsere auswärtige Politik 20 Jahre lang, hält ihre Versprechungen im Kriege nicht und entfacht nun den Umsturz. Am 5. November 1918 notiert Korvettenkapitän Ernst von Weizsäcker diese Zeilen und mit ihnen heiße ich Sie herzlich willkommen zum 5. Teil unserer Videoführung durch das Deutsche Marinemuseum. Sie haben es diesen Zeilen entnommen. Die Marine hat die Revolution im Deutschen Reich entfacht. Am 9. November 1918 hat Kaiser Wilhelm II. Abgedankt, besser gesagt, er wurde abgedankt, ist ins holländische Exil gegangen. Am 11. November 1918 unterzeichnet das Deutsche Reich den Waffenstillstand. Hier in Wilhelmshaven liegt immer noch die weitgehend intakte Hochseeflotte, während das Reich von Revolution und Suche nach neuer Ordnung geprägt wird, sich allenthalben Arbeiter- und Soldatenräte gründen, in denen Matrosen eine große Rolle spielen, liegt die Flotte immer noch intakt hier. Die Siegermächte fordern deshalb die Auslieferung dieses Bedrohungspotenzials. In aller Eile wird die Flotte hier abgerüstet und am 18. November 1918 läuft sie ihrem ungewissen Schicksal entgegen. Ursprünglich hat es geheißen, sie soll in einen neutralen Internierungshafen laufen. Neutral ist dieser Hafen nicht. Es wird entschieden, sie hat den schottischen Marinestützpunkt Scapa Flow der Briten anzulaufen. Und darin wird schon deutlich, dass die Briten ein großes Interesse daran haben, ihren Sieg auch visuell deutlich in Szene zu setzen und den ehemaligen Gegner, das Deutsche Reich, zu kontrollieren. Admiral Beatty, einst Befehlshaber der Aufklärungskräfte in der Skagerrak-Schlacht, nun Commander in Chief, inszeniert das Einlaufen der deutschen Verbände in die britischen Hoheitsgewässer als Sieg der Royal Navy. Er lässt sie gleichsam Spalier durch eine Aufstellung von 300 Schiffen laufen. Er will seiner eigenen Bevölkerung damit vor Augen führen, welch großen Anteil die Marine an diesem Sieg hat, dass er keineswegs nur, wie in der öffentlichen Wahrnehmung dominant, in den Schützengräben Flanderns erfochten wurde. Die Deutschen empfinden diesen Empfang der Briten als Demütigung, nicht zuletzt, weil ihnen verwehrt wird, künftig ihre Flagge weiterhin zu führen. Die Briten haben Angst, dass mit den deutschen Schiffen auch die deutsche Revolution importiert wird. Die Schiffe werden deshalb in der Einöde von Scapa Flow interniert. Jeglicher Kontakt der Besatzung untereinander ist verboten. Das Verlassen der Schiffe ist auch verboten. Nachrichten aus dem Reich erreichen sie nur spärlich. Doch im Verlauf dieser 7-monatigen Internierung wird immer klarer, diese Flotte wird an das Deutsche Reich nicht mehr zurückgegeben werden. Der Befehlshaber des Internierungsverbandes, Ludwig von Reuter, erarbeitet deshalb einen Plan, der verhindern soll, dass die Briten der Schiffe habhaft werden können, und beschließt, dass die Schiffe zu versenken seien. Als die Vertragsbedingungen des Versailler Vertrages veröffentlicht werden und klar wird, dass an einen milden Frieden, auf den man vielleicht nach Wilsons 14 Punkten gehofft hat, nicht zu denken ist, befiehlt er am 21. Juni 1919, Paragraph 11 bestätigen. Paragraph 11, das studentische Command-Signal, es wird ausgesoffen, heißt in diesem Kontext, es wird abgesoffen. Die Flotte öffnet die Ventile und Schotten und sinkt auf die Bucht des schottischen Stützpunktes. Von 74 internierten Einheiten gehen 58 verloren. Ludwig von Reuter intendiert auf der einen Seite zu verhindern, dass in ungewisser Situation die Briten diese Flotte übernehmen können. Aber es geht noch um etwas anderes. Es geht um die Ehre der Flagge. Diese Flagge, Kriegsflagge des Deutschen Reiches, wehte auf einem Torpedoboot, dem Boot V80, das sich in Scapa Flow selbst versenkt hat. Und der Soldat, der sie mit nach Hause brachte, brachte sie mit nach Hause, um daran zu erinnern, dass durch die Selbstversenkung die Ehre der Flagge wiederhergestellt wurde. Die gleiche Botschaft transportiert Georg Harms-Ristring in diesem Stich
Man sieht die Masten der bereits versenkten Schiffe, über denen an einem Flaggenstock noch stolz die Flagge des Reiches weht. Es erinnert ein wenig an Hans Borts bekanntes Bild vom letzten Mann aus dem Jahr 1914 und soll deutlich machen, dass mit der Selbstversenkung diese Ehre der Flagge eben wiederhergestellt wurde, dass die Marine gleichsam nachgeholt hat, was ihr durch die Revolution im Reich 1918 verwehrt wurde. Diese Botschaft erreicht durchaus einen Teil der Bevölkerung, wie man aus diesem Flugblatt sehen kann, das Sühneopfer der Flotte überschrieben. Es setzt fort, die alten Helden vom Skagerrak haben unter den feindlichen Kanonen die deutsche Flagge gehisst, die Flotte versenkt, die als erste Schmach und Schande über das deutsche Volk gebracht, weil besprochene Verräter sie verführt, haben sich als Erste auf sich selbst besonnen. Die Welt achtet sie wieder. Dank ihnen, alte Helden von Tannenberg und Lüttich, werden nun die ehemaligen Frontkämpfer adressiert. Besinnt euch, rettet die Ehre, die Welt harrt. Unterschrieben ist das Flugblatt Die deutschen Frauen. Dieses Flugblatt nimmt in gewisser Weise die Dolchstoßlegende vorweg, die besagt, dass das deutsche Heer im Felde unbesiegt geblieben ist und das Verrat in der Heimat letzten Endes die Revolution ausgelöst habe. Und es enthält zugleich den Aufruf zur Konterrevolution. Tatsächlich spielen Marineangehörige auf beiden Seiten der Revolution eine entscheidende Rolle. Die revolutionären Matrosen, die die Revolution eingeleitet haben, finden sich an vielen Orten im Reich, nicht zuletzt auch als Symbolfiguren in den Arbeiter- und Soldatenräten, die allenthalben als Provisorium gegründet werden, manchmal aber auch als Hoffnung auf eine neue Ordnung, angelehnt an die russische Räterepublik. Marineangehörigen finden sich aber auch auf der anderen Seite, auf Seiten derjenigen, die die Ausbreitung der Revolution um jeden Preis verhindern wollen. Sie formieren sogenannte Freikorps, Freiwilligenverbände, meist aus Berufssoldaten, die sich um einen charismatischen Führer scharen, wie den Korvettenkapitän Erhard. Hier in Wilhelmshaven spielt die 2. Marinebrigade Erhard eine große Rolle bei der Niederschlagung der Revolution. Diese Freikorps werden durchaus, wie die Unterschrift Gustav Noskes unter dem Freikorpsausweis belegt, von der Regierung eingesetzt, denn Gustav Noske ist im Rat der Volksbeauftragten für militärische Angelegenheiten zuständig und wird später Reichswehrminister. Aber diese Freikorps stehen durchaus kritisch zur neuen Regierung. Dies offenbart sich im Kapp-Littwitz-Putsch, als in Umsetzung der Bedingungen des Versailler Vertrages die Freikorps schließlich aufgelöst werden sollen, widersetzen sich ihnen. Sie beteiligen sich an einem Putsch, dem Kapp-Littwitz-Putsch, der nur durch einen Generalstreik am Ende niedergeschlagen wird. Und in den Augen all jener, die auf Ruhe und Ordnung hoffen, hat die Marine damit jeglichen Kredit vollends verspielt. Wir sehen, mit welch schwerer Hypothek die Marine in diese junge Republik eintritt, und wir sehen zugleich, wie diese Republik von Anfang an von Zerrissenheit geprägt ist. Ein wesentliches Charakteristikum der Weimarer Republik sind auch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die sie rahmen, die Not des Krieges, die auferlegten Reparationen und die Politik der Reichsregierung, wie mit diesen Reparationen umgegangen wird, führen im Deutschen Reich zur Hyperinflation. Man sieht hier einen 50 Milliarden Markschein. Diese Hyperinflation wird erst durch eine Währungsreform beigelegt. Erst die Währungsreform macht eine wirtschaftliche Konsolidierung möglich, die nun in das mündet, was man auch mit der Weimarer Republik verbindet, die goldenen 20er Jahre, eine Zeit, die vor allem mit einem pulsierenden Leben in Berlin, mit einem Erwachen der Künste verbunden ist, die aber nicht lange währt, denn 1929 leitet der Schwarze Freitag in
New York der Börsencrash, eine neuerliche Wirtschaftskrise ein. Diese Wirtschaftskrise mündet erneut in Arbeitslosigkeit und Not und sie bereitet den Boden für neuerliche Zersplitterung, die deutlich macht, wie wenig es diese Republik geschafft hat, sich zu konsolidieren, und bereitet den Boden für den Aufstieg der Extremen, an deren Ende im Jahr 1933 die nationalsozialistische Diktatur stehen wird. Die Zerrissenheit der Republik spiegelt sich auch in der Symbolik dieses Staates wider. Mit der Weimarer Verfassung werden auch neue Nationalfarben verkündet. Schwarz-Rot-Gold werden die neuen Farben. Wir kennen sie aus Episode 2 unserer Videoführung. Es sind die Farben der Revolution von 1848, die für den demokratischen Neuanfang stehen sollen. Wenig später wird auch eine neue Kriegsflagge eingeführt. Wenn wir sie uns aber anschauen, sehen wir, dass diese neue Kriegsflagge mit den Farben Schwarz-Weiß-Rot nahezu bruchlos an die Farben des Kaiserreichs anknüpft und die neuen Farben Schwarz-Rot-Gold nur im Obereck geführt werden. Es zeigt in seiner Symbolik sehr treffend, wie sehr die Streitkräfte nach wie vor der alten Ordnung verhaftet sind. Der Versailler Vertrag beschränkt Deutschlands militärische Möglichkeiten massiv. Die Marine muss abrüsten, modernes Waffenmaterial wird verboten. Ihr verbleiben 6 gepanzerte Einheiten, 6 Kreuzer, 12 Zerstörer, kleinere Einheiten, die in der Wahrnehmung keine große Rolle spielen. Unterseeboote werden verboten, Luftschiffe werden verboten, Flugzeuge werden verboten. Die schon 1908 veralteten Linienschiffe sind nun auf einmal wieder die größten Einheiten, wie etwa das Linienschiff Schleswig-Holstein. Ersatzbauten sind nur in begrenztem Umfang möglich und unter strikten Auflagen. Sie dürfen 10.000 Tonnen nicht überschreiten. Die Reichsmarine sucht nach Möglichkeiten, wie man innerhalb dieser Grenzen ein Schiff entwickeln kann, mit dem man wieder militärische Bedeutung erlangen kann. Nach der Formel schneller als die Starken und stärker als die Schnellen wird das Panzerschiff A entwickelt. Der Neubau dieses Panzerschiffs ist im Reich selbst höchst umstritten. Die SPD ist 1928 noch in den Wahlkampf mit dem Slogan gezogen, Kinderspeisung statt Panzerschiff, unter dem Druck der Deutschen Volkspartei. Aber sieht sie sich, als sie an der Regierung ist, am Ende gezwungen, doch dem Bau dieses Panzerschiffs A, das später als Deutschland vom Stapel laufen wird, zuzustimmen. Das wiederum ist Mühlen auf die Wasser der Kommunisten, die seit der Revolution ohne dies mit der SPD über Kreuz liegen. Sie nutzen den vermeintlichen Verrat der SPD wiederum im Wahlkampf, wie hier in diesem Plakat zu sehen. Ein anderer Schiffsneubau des Deutschen Reiches in jener Zeit ist der leichte Kreuzer Emden, ein Kreuzer von mehr als 5.000 Tonnen mit 15 Zentimeter Geschützen ausgestattet, der in erster Linie als Ausbildungsschiff genutzt wird, auf dem die Soldaten der nunmehr auf 15.000 Mann geschrumpften Marine ausgebildet werden. Es herrschen neue Führungsgrundsätze an Bord. Man hat durchaus aus der Revolution gelernt, unterschiedliche Verpflegung für Offiziere und Mannschaften gibt es nun nicht mehr. Zugleich wird diese Ausbildung genutzt, um in der Weltöffentlichkeit Normalität zu demonstrieren, das Wiedererstarken Deutschlands zu zeigen. Wir sehen hier Zeugnisse dieser wiedererwachenden maritimen Normalität, eine Äquatortaufurkunde, als die Emden den Äquator überquert hat, ein Seidenstickbild, wie wir es auch aus früheren Zeiten kennen, von einer späteren Weltreise der Emden mit den Flaggen der Nationen, deren Hoheitsgewässer auf dieser Reise befahren werden, und ein Übersegler, der
die Reiseroute dieser Emden sieht. Zwischen Normalität und Zerrissenheit könnte man die Epoche überschreiben, die ich Ihnen vorgestellt habe. Die Zerrissenheit mündet, wie Ihnen allen bekannt ist, 1933 in die nationalsozialistische Diktatur und in die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges. Diese wird Gegenstand unserer nächsten Videoführung sein. Bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.